Okay, here's some more examples of the mixed multitude. Hier ist weitere Beispiele von dieser vermischten Menge. In Numbers chapter 11, verse 4, Im 4. Mose 11, Vers 4. and the mixed multitude that was in the midst of them Und diese vermischte Menge, die sich in ihrer Mitte befand, fell a lusting. fiel in vielerlei Lust hinein. Now the English phrase among you and in the midst of you come from the same Hebrew word. Im Englischen kommt dieses Wort in eurer Mitte oder unter euch zu sein vom gleichen hebräischen Wortstamm. In Hebrew it is tavek. Im Hebräischen heißt es Tavek. Sometimes it's translated as among them, Manchmal wird es übersetzt mit in eurer Mitte and sometimes it's translated as in the midst of them. und manchmal wird es übersetzt mit unter euch. Another example is in Jude 3 and 4. Und ein weiteres Beispiel ist in Judas 3, 4. Here's an example of how you would see it in the New Testament. Und hier ist ein Beispiel, wie man das im Neuen Testament erkennt. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, Ihr Geliebten, als ich allen Fleiß daran setzte, euch zu schreiben über die rechtmäßige Errettung, it was needful for me to write unto you and exhort you that you earnestly contend for the faith. war es für mich wichtig, das an euch zu schreiben, um euch zu erheben oder aufzubauen, dass ihr ernsthaft für den Glauben kämpft. For there are certain men crept in unawares, Denn einige Männer sind ohne eure Beachtung unter euch hineingekrochen. so he's writing them about the things he gave to the ancient saints, Er schreibt also darüber, was den alten Heiligen anvertraut wurde. and he says, beware, because men have crept in among you unawares. Und dann warnt er sie aber, weil Männer zu ihrer Zeit unbeachtet hineingekrochen sind unter sie. Now I want to give you a graphic picture, several graphic pictures of the tares mixed among the wheat. Und jetzt gebe ich euch ein paar grafische Bilder, wie das aussieht, wenn wenn das Unkraut unter den Weizen gesät wurde. How many have heard the phrase, a picture is worth 1,000 words? Wie viele kennen das? Ein Bild spricht mehr als 1000 Worte. So I'm going to show you some pictures to illustrate everything I've been talking about. Also werde ich euch jetzt Bilder zeigen, die alles illustrieren, was wir bisher gesagt haben. See if you can see the tares among the wheat. Schaut mal, ob ihr das Unkraut zwischen dem Weizen erkennt. If you look very carefully, Wenn du this genau hinschaust, cat is only pretending to be a raccoon. denn wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass diese Katze mit der Schonbrille nur versucht, ein, wie auch immer die heißen zu sein, Waschbär zu sein, genau. If you don't look Waschbärle. carefully, they all look like raccoons. Und wenn man nicht genau hinguckt oder nicht weiß, dass was dabei ist, dann sehen sie erstmal alle aus wie Waschbären. But the sneaky cat put on a mask. Aber diese verruchte Katze hat sich da schon eine Maske aufgesetzt. See if you can find it in this note. This guy's very sly, So, dieser Typ hat sich angeschlichen, der ist schmierig. but the next guy's not very good at it. Aber der nächste ist nicht wirklich sehr gut da drin. Klasse. Unbezahlbar. He'll never be a crane just by renting some stilts. Er wird nie zu einem Flamingo. hochgewachsenen Vogel, nur weil er sich Stelzen ausleiht. So he doesn't do such a good job. Schwan. Nee, wie heißt denn der? How about this guy? Whatever. Flamingos. Was ist mit dem hier? Just because you rent a tuxedo doesn't mean you're going to look like a penguin. Nur weil du dir einen schicken Anzug anziehst, bist du noch lange kein Pinguin. This guy's not so good either. Can you tell? Und dieser Typ ist auch nicht so ganz der Brüller. He just put a baseball glove on his head. Er hat einen Baseball-Handschuh auf seinen Kopf gesetzt als Mütze oder But it- Hahnenkamm. But it doesn't make him a rooster. Aber das macht ihn nicht zu einem Hahn im Korb. Now the next guy is really good. Der nächste ist aber wirklich gut. That is good. Okay? This guy's pretty sly. You have to look carefully and see that that's Der ist a wolf wirklich in sheep's schlau. clothing. Und man muss genau hingucken, um zu erkennen, dass da ein Wolf im Schafspelz ist. Now this next guy's pretty good too. Und der nächste ist auch ziemlich gut. Whoops, I don't know how that slipped in there. Let's go on. Got a little political there. Politically correct, yes. Jesus never was. Don't bother. Now we're going to skip ahead. That's right. I don't know why I don't have these translated. I'm sorry. This is in 2 Peter 2, verse 1.
2. Petrus 2, Vers 1. It says, "But there were false prophets also in the midst of the people, Da waren falsche Propheten in der Mitte der Leute. even as there shall be false teachers in the midst of you." Genauso werden auch falsche Lehrer in eurer Mitte aufstehen. So the Bible's constantly talking about these people that are in the midst of you. Die Bibel redet also ständig davon, von Leuten, die in eurer Mitte hervorkommen. In, Oder Ez- sind. in Ezra chapter 4, verses 1 and 2, In Esra 4, Vers 1 und 2, when they're building the second temple, als sie den zweiten Tempel aufbauen, it says, "Now when the adversaries of Judah and Benjamin als die Feinde von Juda und Benjamin were building a temple unto Yahweh, einen Tempel für Jahwe gebaut haben, they came to Zerubbabel and to the heads of the fathers' houses, die kamen zu Zerubabel und den Obersten der Väterhäuser, so when the enemies of Judah and Benjamin also als die Feinde von Juda und Benjamin heard that they were building a temple, gehört haben, dass die einen Tempel bauen, they went to the heads of the fathers' houses and they said unto them, dann sind sie zu den Obersten der Väterhause gegangen und haben zu ihnen gesagt, "Let us build with you. lass uns doch mit euch bauen. Let us come in the midst of you and do it with you." Wir wollen in eure Mitte hinein und mit euch bauen. But in the reality, they're there to take the whole system down. Aber sie sind wirklich dazu da, um das Ganze zu zerstören. In Nehemiah 4, verse 11, Nehemiah 4, Vers 11. "And our adversary said, They shall not know, neither see, until we come in the midst among them and slay them and cause the work to cease." Und unsere Feinde sagten, sie werden nicht wissen, wann wir kommen, noch werden sie sehen, wann wir kommen, bis wir denn dann kommen und in ihrer Mitte aufstehen und sie schlachten und ihr Werk dahin fallen lassen oder zerstören. I want you to focus on, they want to come in the midst among them. Und da ist wieder dieser Ansatz, sie wollen in der Mitte dieser Leute hervorkommen. Now, this is our last slide, and then we're going to do the rest questions tonight. Das ist das Letzte und dann machen wir noch Fragen und Antworten heute Abend. Nehemiah 13, Vers 3. It says, "Now when it came to pass, when they had heard the Torah," Da ist es dann, als die Zeit erfüllt war und als sie der Torah zuhörten, because they tossed it aside for a very long time, weil sie das für eine lange Zeit abgelegt hatten, zur Seite gelegt hatten, nicht beachtet haben. and when the words of the words of God were read to them, Und als das Wort Gottes ihnen dann wieder vorgelesen wurde, they separated from Israel all the mixed multitude. dann trennten sie von Israel all die vermischten Mengen. So before they heard the words of God, the Torah, Bevor sie also die Torah, das Wort Gottes, gehört haben, they didn't apparently know that they were mixed among them. ist ihnen gar nicht aufgefallen, dass so viel unter sie vermischt und vermengt war. They didn't know they were mixing things. Das war ihnen nicht klar, dass sie Dinge vermischt und vermengt haben. No one ever told them, no one ever taught them that. Niemand hat ihnen das beigebracht, keiner hat es ihnen erzählt. But when the word of God is restored, now they realize, oh my goodness, we've mixed things. Und als das Wort Gottes aber wiederhergestellt wird, fällt ihnen plötzlich auf, oh, wir haben uns vermischt mit Dingen. And so they separated the mixed multitude from among them. Und dann haben sie abgetrennt, das, was vermischt war, von ihnen, von sich selbst. Now, tomorrow morning, we are going to finish this study. We're going to talk about a group of people called the Hyksos. Morgen werden wir das abschließen, dieses Studium, und dann werden wir über eine Volksgruppe der Exos reden. I will explain in detail who the Hyksos are tomorrow, Und ich werde morgen erklären, wer diese Hexos sind. because I'm going to propose to you that the Hyksos are still alive and well in the world. Und ich schlage euch vor, dass es sein könnte, dass diese Hexos noch in der Welt leben und dass es ihnen gut geht. And they're part of the bunch that's running our country. Und das ist ein Teil der Gruppe, die unser Land regieren. And that's what we're going to talk about tomorrow. Und das ist, wovon wir morgen reden.